RWE erhöht deutlich die Schlagzahl bei der Errichtung neuer Windparks und das Gleiche gilt auch für die Erweiterung bestehender Parks. Der Park auf der Wiedenfelder Höhe wird um 3 neue Windräder erweitert. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten ging es dann endlich im September 25 los. Errichtet werden 3 Nordex-Windräder mit einem Durchmesser von 149 Metern und einer Leistung von 5,7 MW. Ursprünglich geplant waren Siemens-Windräder SG 155 6600. Die Parkleistung wäre damit auf 33 MW gestiegen. Mit den Nordex-Anlagen beträgt die neue Parkleistung 30,3 MW. Die etwas geringere Leistung war nicht das Problem. Das Problem war, man musste einen komplett neuen Bauantrag stellen. Da ja bereits alle Gutachten vorlagen, ging der Prozess recht flott von der Hand. Das lag nicht nur am Antragsteller RWE, insgesamt haben die Genehmigungsprozesse richtig Fahrt aufgenommen. Auch auf der Baustelle geht es zügig weiter. Im Dezember 25 waren schon 2 Fundamente gegossen und das 3. wurde eingeschaltet. Im Februar 26 waren alle Fundamente fertig und die Anlieferung der Bauteile hat schon begonnen. Am Windrad 6 sind alle Bauteile da und wenn jetzt der Kran kommt, kann mit dem Aufbau begonnen werden. Im März waren auch alle Bauteile am Windrad 5 und 7 eingetroffen. Wie bei diesem und allen neueren Typen üblich, steht unten im Turm nur noch die Mittelspannungsschaltanlage. Alles andere ist oben in der Gondel untergebracht. Mit der größte Vorteil ist, dass auch der Trafo oben in der Gondel steht. Der Generator liefert eine Spannung von 750 Volt. Bei der Leistung von 5,7 MW wäre das ein Strom von 4875 Ampere. Der Trafo transformiert diese Spannung auf 25.000 Volt hoch. Bei gleicher Leistung beträgt der Strom jetzt nur noch 146 Ampere. Mit einem Blick auf den Baufortschritt: Am 15. April ist das erste Windrad fertig montiert. Das Bauteam zieht um zum Windrad Nummer 6. Hier wird jetzt der Kran aufgebaut. Auch bei der relativ geringen Nabenhöhe von 105 Metern wird ein Raupenkran eingesetzt. Der Vorteil eines Raupenkrans ist, er kann mit angehängter Last verfahren. Er benötigt daher eine geringere Auslage und kann dadurch größere Lasten heben. Am Windrad 7 sieht man deutlich den Kabelgraben, der quer durch das Feld verlegt wurde. Die hier laufenden Windräder sind die vorhandenen Vestas 3300. Der Mai ist gekommen und am 24. des Wonnemonats sind alle 3 Windräder fertig montiert. Alle 3 neuen Windräder vor der Kulisse des Kraftwerks Niederaußem im Hintergrund. Die Windräder befinden sich alle in Segelstellung und sind noch im Trudelbetrieb. Daher sind auch einmal Nahaufnahmen gefahrlos möglich. Obwohl es hier nicht die leistungsstärksten Windräder sind, sind die Dimensionen aber gewaltig. So eine Nabe mit den 3 Flügeln wiegt satte 134 Tonnen. Das Maschinenhaus kommt auf 140 Tonnen.
oben auf dem Turm lasten also 274 Tonnen. So, der Tag der Inbetriebnahme war am 6. Juni. Am 7. waren wir vor Ort und es wehte eine steife Brise. Aber hallo, es dreht sich kein einziges Windrad. Genau dies ist das große Dilemma der erneuerbaren Energien. Das Netz ist voll und alle Windräder sind abgeschaltet. Der Ausbau der Stromtrassen geht nur schleppend voran. Zuerst einmal müssen die 3 Feldhamster und die 2 Wechselkröten, die genau in der Trasse ihre Wohnung haben, umgesiedelt werden. Nichts gegen Naturschutz, aber irgendwie muss alles im richtigen Verhältnis stehen. Ein Tierleben steht nie über einem Menschenleben. Und auch medizinische Geräte benötigen Strom. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem richtigen Weg. Für technisch Interessierte noch einmal zum Schluss alle technischen Daten.